Hallo, willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind heute zu dritt, wie man unschwer erkennen kann, ja. Wir haben den Amadeus dazu geholt, Björn, Jenny, Piranha Bytes, Spacken, 2, 3 Spacken, so. Diesmal zu dritt. Ja, warum eigentlich? Ja, weil der Amadeus ein Experte ist. Ein Experte, ja, für Game Jams. Was nämlich das Thema ist für unsere Sendung heute, ja. Und ich bin da blutiger Anfänger. Ich habe mal davon gehört und ich weiß, dass es cool ist und ich habe die Ergebnisse gesehen, aber der Amma, der kennt sich aus, weil er nämlich schon an vielen teilgenommen hat. Wie sieht das bei dir aus? Ja, bei mir geht's genauso, sonst wäre ich ja Experte. Also Experte ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe so meine 3, 4 Mal mitgemacht. Ja. Ach, das ist doch sympathisch. Du bist also der Einzige von uns, der was darüber erzählt. Von daher bin ich Experte, das ist korrekt. Ja. Gut, ja, was ist ein Game Jam? Erklär mal. Ein Game Jam ist eigentlich relativ einfach. Man trifft sich zusammen, meistens sind es so 20, 30, 40 Leute in irgendeinem gemieteten Räumlichkeit und entwickelt innerhalb von 48 Stunden ein Spiel oder vielmehr versucht es. Meistens geht's nicht gut, aber man versucht es halt. Ja. Und es macht Spaß. Ja, ich habe mal so ein Ergebnis gesehen von eurem Game Jam, da wo du auch noch den Ton gemacht hast. Don't kill me. Oh ja. Ja, großartig. Erzähl mal davon. Was war das genau? Das war, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war von dem Ding. Normalerweise hat jedes Game Jam immer ein Thema. Und das war, glaube ich, irgendein Zitat aus Lovecraft oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Es war irgendwie sehr skurril. Und da haben wir ein Spiel gemacht, wo man irgendwie 20 Figuren gleichzeitig spielt. Man sieht sich von oben das Ganze. Man spielt quasi in einem Gehirn von einem Schizophrenen und hat irgendwie 20 Figuren gleichzeitig. Aber jeder tut was anderes, wenn ich einen Knopf drücke. Also ich drücke nach vorne, der eine springt, der andere duckt sich, der nächste läuft nach hinten und so weiter. Und man musste rauskriegen, wer ist man eigentlich selbst? Das war so ein Puzzlespiel irgendwie. Ja. Relativ simples Ding, hat aber echt Spaß gemacht. Ja. Das heißt, wenn man eine bewegt hat, hat man die anderen auch gleich mitbewegt. Ja, ne? Genau. Man hat immer alle gleichzeitig bewegt. Jeder hat eine unterschiedliche Richtung. Das heißt, Pfeiltasten konnte man drücken und jeder hatte so irgendwie eine verdrehte du konntest, ich glaube, die Aktionen waren bewegen in alle 4 Richtungen, springen, ducken und schlagen. Mhm. Und da musste man halt aufpassen, da musste man die Figur finden, die bei jeder Eingabe das macht, was ich auch will, ohne dass die anderen irgendwie in den Abgrund runterfallen oder sich gegenseitig umhauen oder irgendwie sowas. Genau, und man musste halt die anderen eliminieren und das wahre Ich übrig lassen. Das heißt, don't kill me, hast du dann immer gesagt, so eine Stimme dann drin. Das war auch so eine total psychedelic Musik. Die so. Musste so. Die ganze Musik und die Stimme, das musste ich so machen, weil ich hatte auf diesem Game Jam nichts außer mein iPad zur Musik machen. Und auch nur das Mikro vom iPad, was natürlich richtig schrottig ist. Und dann habe ich auf dem Flur gehockt, irgendwo bei den Toiletten, wo halt möglichst wenig Leute sind, und habe in mein iPad Don't kill me und habe irgendwie die Töne gemacht und habe das dann so verzerrt, damit man die ganzen Nebengeräusche nicht mehr hört. Also das war total bescheuert. Ja, aber immerhin, das hat gut funktioniert. Das Ergebnis fand ich super. Ich habe jedes Level gespielt. Gab ja leider nur so wenige, ne? Ich glaube 8 oder so, ne? Ja. War schon das waren, glaube ich, nur 3, 4 wirklich fertig und der Rest war einfach irgendwie zusammengepimmelt. Ja, und man kann dieses Spiel, wenn man es dann fertig hat, oder dieses gejammte Ding, also dieses Spielchen, kann man dann veräußern, ne? Ja, genau. Wo macht man das dann? Also wir haben das Ganze im Rahmen des Global Game Jams gemacht. Das ist somit der größte Game Jam. Der hat, ich weiß nicht, wie viele 100 Locations auf der ganzen Welt verteilt. Die kriegen alle das gleiche Thema. Dann gibt es irgendwann einen Startschuss. Bam. Und jetzt fangt ihr an. Jetzt habt ihr 48 Stunden Zeit. Und die haben auch eine Webseite, wo dann von einem verlangt wird, wenn man da mitgemacht wird, dass nach diesen 48 Stunden muss man innerhalb der Zeitspanne alles da hochladen. Mit einem kleinen Credits, mit einem kleinen Coverart, irgendwie so. Also quasi ein fertiges Spiel. Was natürlich in 90% der Fällen kein fertiges Spiel ist. Early Access. Ja, Early Access. Ja, geil. Aber es geht da zum großen Teil auch einfach um den Spaß des Entwickelns. Also wir hatten sogar einen dabei, der war auch in einem Game Jam, der hat nicht bei uns mitgearbeitet. Der hat in seinem Leben noch nie Videospiele gemacht. Der hat ein Spiel gebaut mit 2 Schreibmaschinen. Also der hat überhaupt keine Ahnung von Videospielen, aber der dachte sich, der will da einfach mal mitmachen und hat mit 2 Schreibmaschinen ein Spiel gebaut. Das hat auch irgendwo funktioniert. Ja, super. Ja, aber das ist ja gerade irgendwie der Reiz dabei, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Du hattest hier was aufgeschrieben. Was heißt das hier? Jam Ludum Dare? Was heißt das? Genau, es gibt mehrere. Ja, genau. Es gibt die 2 großen. Das ist einmal der Game Jam und der Ludum Dare.
Der Unterschied ist, dass der Game Jam, der funktioniert so, dass sich Locations anmelden, zum Beispiel Unis, die dann irgendwie Räume mieten oder was auch immer. Und dann kommen da 30, 40 Leute, wie gesagt, auf einem Haufen. Ich habe das jetzt nur bei Global Game Jams mitgemacht. Der Ludum Dare der funktioniert anders, da sind die Leute zu Hause. Das ist eher so ein Keller-Game Jam. Da bleibst du zu Hause, du holst dir deine Freunde, du holst dir deine 10 Tüten Chips fürs Wochenende und dann schließt du dich da ein, genau. Und dann machst du das irgendwie so. Da habe ich aber noch nie mitgemacht, deswegen kann ich ja gar nicht so viel zu sagen, was bei dem anders ist. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es alles das Gleiche. Ja. Ein Thema und dann kriegst du eine Webseite, da kannst du es hochladen und dann... Also da werden Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, dann kommen die Leute dahin und dann wirst du in Gruppen eingeteilt oder hast du vorher Nee, schon also du kannst in Foren einfach mit Freunden dahin gehen. Ja. Aber es gibt ganz viele, die da auch alleine hingehen und sagen, hey, hier, ich bin ein Artist oder meistens ein Programmierer, ich bin Programmierer und ich suche einen Artist und einen Game Designer, wer hat Bock? Und dann ist das eher so ein mal gucken, was sich ergibt Sache. Also da gibt's auch viele Studios, die sich da schon gegründet haben, tatsächlich, von Leuten, die sich gar nicht kannten. Also das sind meistens weniger erfolgreiche Sachen dann irgendwie, aber gibt's. Also es gibt auch ein paar erfolgreiche Beispiele, wie zum Beispiel der Surgeon Simulator und der Goat Simulator, die sind, glaube ich, beide auf dem Game Jam. Ich glaube sogar auf dem Global Game Jam entstanden. Ja, Goat Simulator haben wir eigentlich auch, ja. Genau. Ja. Und der Surgeon Simulator war sogar auf einem Game Jam, wo ich damals auch mitgemacht habe. Natürlich in einer anderen Location. Ja, interessant. Ja. Damals gab es als Thema einfach nur eine Sounddatei und das war ein Bass. War nur so ein Bumm. Und das haben halt viele als Herzschlag interpretiert und da ist dann der Surgeon Simulator rausgekommen. Nicht schlecht. Ja. Es gibt darüber hinaus auch noch ganz andere. Also ich hatte mal ein bisschen rumgegoogelt irgendwie. Jetzt bei uns in der Nähe zum Beispiel in Köln im Cologne Game House machen die Game Jams. Jetzt ganz aktuell zum Beispiel den Femdevs Game Jam, wo irgendwelche Frauen zusammenkommen und irgendwelche Spiele machen. Und da gibt es aber auch noch andere. Das heißt, man könnte in seiner Gegend quasi explizit danach suchen, wo denn vielleicht mal wieder ein Game Jam stattfindet. Und wie du sagst, der Global, der ist ja sowieso überall. Der ist überall, da findet man immer irgendwo eine Location. Kann man auch nach googeln und gucken, wo in meiner Nähe findet denn das nächste statt. Ich hätte mal Bock, irgendwie daran teilzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, man muss nicht mal Spiele entwickeln können dafür. Man kann auch Schreibmaschinen haben. Geht auch. Wieso? Das musst du erklären. Naja, was ich vorhin meinte, auf dem einen, wo wir in Köln waren, war eben einer, der hat mit 2 Schreibmaschinen ein Spiel gebaut. Weil er keine Ahnung hatte von Videospielen. Ja, aber wie macht man ein Game aus Schreibmaschinen? Na, der hat 2 Schreibmaschinen gegenübergesetzt und dann war das irgendwie so eine Art Psychologiespiel. Die haben sich dann gegenübergesetzt und dann musste man sich irgendwie 5 Minuten angucken, dann aufschreiben, was man irgendwie über den anderen denkt. Und das war so was ganz Skurriles, fast so ein Kunstding irgendwie. Ich habe jetzt nicht mit Computerspiel direkt zu tun, sondern einfach nur Game. Nee, das ist einfach nur Game. Ja, genau. Ich meine nur, dass ein Game Jam ist nicht zwingend beschränkt auf Videospiele. Ist es zu 99%. Aber es gibt eben auch Leute, die mit Schreibmaschinen ein Spiel bauen. Es gibt ja auch super viele verschiedene Talente, ne? Zum Beispiel mit dem iPad verschiedene Sounds zu machen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so, keine Ahnung, wie nennen die sich die Leute? Vielleicht Beatboxen, genau, dann bin ich vielleicht geeignet, irgendwie den Sound zu machen in so einer Location. Für irgendwen, da freut sich einer drüber. Ja, genau. Oder irgendwelche anderen Talente. Ich kann besonders gut modeln, zeichnen, schreiben, Geschichten erzählen, Skripten, irgendwas. Ja, und dann könnte ich Teil von so einem kleinen Team sein. Erinnerst du dich noch an deine erste Game Jam? Der erste Game Jam war glaube ich tatsächlich sogar der, wo auch der Surgeon Simulator entstanden ist, mit diesem einen Sounddatei mit dem Bass drinne. Das war auch noch hier mit Anna, mit Claudia und Maki und sowas haben wir das zusammen gemacht. Da waren noch ein paar Freunde von mir. Da haben wir noch so ein paar, ich sag mal, Anfängerfehler gemacht. Da haben wir einfach 48 Stunden und jetzt hier Energy Drink, 2 Paletten, gib ihm. Und dann nicht mehr schlafen. Das ist der größte Fehler, den du tun kannst. Weil du bist da spätestens am 2. Abend hängst du da. Ja. Und bist irgendwie wirklich, also wir hatten einen dabei bei uns, der ist original alle 10 Minuten auf dem Stuhl eingepennt. Und immer so. Und der so, nein, ich kann auch arbeiten. Ist natürlich überhaupt nichts mehr rumgekommen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Später haben wir dann immer gesagt, okay, wir suchen uns eine Location, wo wir pennen können. Und dann gehen wir schlafen. Und wir schlafen 8 Stunden. Und ganz ehrlich, wir sind produktiver gewesen. Ja. Wenn wir uns die Zeit nehmen, 8 Stunden zu schlafen, sind wir produktiver. Gilt auch für unsere Bude hier. Das gilt für alle, glaube ich. Wenn man zu sehr an einer Sache sagt, dieses
crunchen, ne? Ja. Das kannst du nur kurzzeitig machen und dann ist vorbei. Ja. Ne? Ja. Da kommt nicht wirklich viel bei rum. Das bringt nichts. Du hast eben erwähnt, dass es vornehmlich Programmierer wären, die sich auf so Ja, Game Jams stimmt, anmelden. Das aber- heißt, es wäre ja Motivation für Leute, die eher so den Content produzieren, wie Models machen und so weiter und Game Design und Erstaunlicherweise sind bei den Games, wo ich bis jetzt war, wirklich fast nur Programmierer. Also Künstler, Artists, die zeichnen können, 3D modellieren, sind echt selten und sind meistens sehr, sehr gefragt. So, wir sind 3 Programmierer und alle von uns können nur Strichmännchen malen. Wir brauchen niemanden, der zeichnen kann. Und das ist echt selten, erstaunlicherweise. Aber genau das finde ich im Grunde genommen das Spannende daran für viele Leute da draußen oder Modder oder sonstige, die vielleicht mal irgendwie, oft werden wir gefragt von irgendwelchen Leuten, die gerne irgendwie so einen Fuß mal in Richtung Spieleentwicklung gehen würden, irgendwie ein bisschen was können, aber keine Ahnung haben. Ja, nimm doch einfach mal an so einem Ding teil und mach mal ein Spiel. Also wir hatten bei dem Global Game Jam, das war in Köln, da waren tatsächlich am Ende auch Leute von, ich glaube von Blue Byte und haben sich die Sachen angeguckt. Also Ja. man kann da durchaus Kontakte kriegen, auch in die Branche selber, das geht schon. Also da ist das gar keine so schlechte Anlaufstelle. Weil gerade wenn man sich irgendwie einen Game Jam sucht, der in der Nähe ist von einem größeren Studio, wie zum Beispiel Blue Byte, kann das gut sein, dass da auch Leute von Blue Byte mit dabei sind. So wie ich und Claudia und Marki auch da sind, weil das einfach hier in Essen war. ja. Und dann kann man solche Kontakte kriegen. Das Mhm. funktioniert. Ja, mittlerweile machen Studios teilweise sogar ihre eigenen Game Jams, ne? Also vor allen Dingen größere Studios, ne? Die Rocket Beans machen einen eigenen Game Jam einmal im Jahr Ja. und so. Und an sowas kann man natürlich auch teilnehmen. Und ich finde auch total spannend, irgendwie, du machst ein Spiel, du hast nur 48 Stunden Zeit. Aber die Phasen, die du durchmachst, um ein kleines Spiel zu entwickeln, sind denen, die du durchmachst, wenn du ein großes Spiel entwickelst, ja nicht völlig unähnlich. Ja, die sind Das sehr, höre ich schon, sehr, ja. sehr Mhm. ähnlich. Und das allein mal als Erfahrung mitzunehmen, finde ich mega brauchbar, weil du hast irgendwie erstens, ich habe mich völlig übernommen und habe viel designt. Ja, der Klassiker unter allen Sachen irgendwie, mach doch lieber erstmal kleiner, dann hast du auch eine Chance, überhaupt damit fertig zu werden. Ja, was braucht das Ding eigentlich irgendwie? Und und dann in den Sachen selber irgendwie merkt man dann, was ist eigentlich dann die Arbeit, die zu tun ist irgendwie. Wenn man keine Ahnung hat, dann hat man danach schon eine. Naja, auf jeden Fall. Es sind wirklich genau dieselben Phasen. Du bist am Anfang, stehst du meistens wie so ein Pferd vom Brett und denkst irgendwie so, was zum Teufel machen wir eigentlich? Und wie machen wir es? Und machen wir eine Engine? Benutzen wir eine? Benutzen wir keine? Du bist wirklich ganz am Anfang. Erstmal Teamzusammenstellung, Ideenfindung, wie baust du es? Dann bist du irgendwann, kommst du, okay, wenn die Idee da ist, kommst du in so eine Produktionsphase. Das ist so der größte Teil, den wir halt hier auch haben. Wenn du halt am Machen bist, so jetzt wird gebaut, es wird eingebaut. Und dann ganz am Ende muss jemand, ich sag mal so 5, 6, 7 Stunden vor Schluss, jemand die Handbremse ziehen und sagen, nichts mehr einbauen, nur noch fixen. Mhm. Ansonsten wird das nicht fertig. Dann kommt da nichts bei rum. Und das ist genau dasselbe. Das ist eine dasselbe wie bei uns, ja. Ja. Korrekt. Ja, nur, dass es bei uns in Monaten ist, was Genau. da in Stunden ist irgendwie. Ja. Ja, das finde ich auch besonders schön. Weißt du noch, wie du auf die Idee gekommen bist damals? Boah, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Hattest einfach Bock, da mal mitzumachen? Wir haben wahrscheinlich, irgendwie ne? davon gehört und irgendwie wollte ich mich mit meinen Freunden treffen und wir hatten so ab und zu mal so selber so kleine Spiele zu Hause gebaut und dachten mir irgendwann mal, wenn es sowas gibt, lass doch mal mitmachen. Mhm. Vielleicht ist das ja witzig. Ja, Was? ja. Aber du hast währenddessen schon eine Ausbildung gemacht bei der GA oder? Ich habe tatsächlich erst damit angefangen, da war ich schon hier. Ich war vorher noch nie auf dem Game Jam. Oh, Interessant. Ich war so 2 Jahre, nachdem ich hier angefangen habe oder sowas, war glaube ich der erste, wo also ich der war. Job hier, lange der hat nicht gereicht. Nee, das brauch mehr. Ich brauch mehr. Nicht anspruchsvoll genug hier, ich muss jetzt Game Jam machen. Ja, interessant. Ja. Komm mal. Geil. Ich glaube, es lag ein bisschen daran, dass ich halt so weit weggezogen bin von meinen Freunden und wir uns einfach zusammen getroffen haben und dann gesagt haben, komm jetzt hier. Ja, machen wir mal was zusammen. Saufen gehen haben wir letztes Genau, Mal. Jetzt so machen wir ungefähr, mal irgendwas genau. Kreatives. Ja. Ja, interessant. Wo meldet man sich bei sowas an? Wonach muss man suchen? Also Global Game Jam hat eine Webseite, die heißt glaube ich auch globalgamejam.com. Vermute ich jetzt einfach mal oder Google. Guck ich mal nach. Ja, Guck ja. ich nach. Ja. Und da kann man eigentlich Locations rausfinden. Wo gibt's eine? Da guckt man halt bei sich in der Nähe. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns überhaupt angemeldet haben oder ob wir einfach hingefahren sind. Mhm. Also ich glaube, bei größeren Locations muss man sich anmelden, weil die halt Schiss haben, dass es halt Zu voll wird. Genau. Und es gibt auch welche, die liefern tatsächlich dann auch Essen und so ein Zeug für umsonst. Oder du musst irgendwie 10 Euro Eintritt zahlen oder sowas. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kann jede Location machen, wie sie will. Und da sollte man sich halt vorher mal abgucken, muss ich da was zahlen, muss ich nichts zahlen, mal anrufen, keine Ahnung. Ja, wunderbar.
Könnte man sich heute noch das Spiel, was ihr damals gemacht habt, runterladen? Ich glaube ja, das gibt's noch. Und da müssen wir über die Global Game Jam Seite da drauf. Ja, genau, über Global Game Jam. Also das eine, wovon wir vorhin geredet haben, das hieß, glaube ich, Ego. Ja. Ich glaube, wir haben es Ego genannt. Ja. Das ist allerdings so ein generischer Name. Ich habe keine Ahnung, ob man das findet. Aber keine Ahnung, kann man ja mal suchen. Ich suche das mal. Dann werde ich mal ausprobieren. Ja, gut. Ja, das war mal sehr informativ. Hat unsere illustre Runde hier sehr bereichert. Ja. Bitteschön. Und ja, doch, also gemessen an uns bist du schon der Experte. Ja. Muss man einfach mal sagen. So. Hast du eine Community-Frage? Ja, völlig anderes Thema, aber eine Community-Frage. Sie lautet Ingame-Sounds. Ist es jemandem aufgefallen, dass er in anderen Spielen die gleichen Sounds hört wie in anderen Spielen? Also, verschiedene Spiele benutzen die gleichen Sounds. Wie kann das denn sein? Ja gut, da bin ich vielleicht der Experte. Das liegt daran, weil die halt ähnliche oder dieselben Libraries benutzen. Also man geht ja nicht immer in den Garten und kloppt auf irgendwelche Mülltonnen rum und macht Sounds oder so, sondern man bedient sich ja. Nicht nur. Nicht nur. Kein Kommentar. Sondern man guckt halt auch, was andere Leute mal gemacht haben, wie die auf Mülltonnen gekloppt haben und so, und die kann man sich dann angucken. Es gibt da verschiedene Quellen und ja, es gibt sehr viele Spiele, die auch dieselben Sounds verwenden und dieselben. Ist bei der Musik auch so. Es gibt halt dieselben Musikinstrumente. Wenn du die einmal lizenziert hast oder wenn du sagst, du darfst sie benutzen, dann werden die auch entsprechend mit Lizenzen bezahlt und so weiter und dann kommen die da drin vor. Ja. Da muss noch nicht mal dieselbe Person dahinter stecken, die das dann komponiert hat oder die den Sound eingebaut hat, sondern es sind tatsächlich Sounds, die zum Verkauf stehen, ja, die irgendjemand produziert hat und die für Games auch verwendet werden. Ja. Dabei ist vielleicht für den Hobbyentwickler da draußen interessant, es gibt ja einige Libraries, die sind tatsächlich kostenlos, die kann man benutzen irgendwie, da muss man immer drauf aufpassen, irgendwie will ich das später verkaufen, was ich da mache, ja. Dann muss ich auf die Lizenzen achten und vielleicht Geld dafür bezahlen, will ich das nicht verkaufen, mache ich das nur zum Hobby, dann darf ich es vielleicht schon benutzen und dann gibt es welche, die sind völlig frei und wenn man sich die raussucht, dann ist man vielleicht, wenn man die mitbringt, sogar der Held auf einer Game Jam. Ja, vielleicht. Klar. Sonst hat man nur einen Bass. Ja, was ist nur ein Ton? Scheiße. Ja, wo wir dich hier schon mal an der Strippe haben, wie geht's dir denn eigentlich so hier bei uns? Du bist ja jetzt wie viele Jahre dabei, Mama? Boah, 7, 6? Echt 7? so lange schon? Ja, ja. Oh mein Gott. Ja, es läppert sich, die Zeit fliegt. Ja. Nee, alles super. Also ich meine. Seit Risen 3 bist du dabei. Seit ne? Risen 3, genau. Ja. Seit so Anfang, Mitte, irgendwie sowas. Ja. Ja, was soll ich sagen? Läuft voran, ne? Ja. Man entwickelt sich. Wird besser hoffentlich. Mittlerweile gehörst du zu den Seniors, ne? Ja, mittlerweile. So, da hab ja immer gesagt, so, es gibt so, wir sind so dreigeteilt. Einmal die alten Säcke, die auch damals bei Gothic schon dabei waren, so 9 Leute oder was, ne? Dann Mittelteil, ne? Die Gesellen, zu denen du mittlerweile gehörst, und das ganze junge Gemüse, was so immer am Anfang eines Projektes so reinkommt, das ist immer so Drittel, ne? Und Senior, Junior und Senior Plus. Alter Sack. Genau. Ja, das ist, aber das ist, funktioniert bei uns eigentlich ganz gut, ne? Oder Ja. wie siehst du das aus? Nee, das funktioniert super. Also ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Das funktioniert allgemein. Kleine Geschichte am Rande. Meine Mutter war am Wochenende zu Besuch und ich habe ihr so mal den Eingangsbereich gezeigt. Ich war mal kurz hier drin. Und die war total so, oh, das ist ja wie früher und so Garagenfirma, wie in meiner Jugend. Und Ja. sie war ja so hippie-mäßig drauf und sowas. Ja. Und war halt total geflasht davon. Ich habe ja gemeint, so, ja, das ist einer der Hauptgründe, warum man eigentlich hier arbeiten will, weil das ist so familiär irgendwie. Ja. Das ist Ja. kein typischer Bürojob. Ja, da sitzt du einfach in deinem Büro, hast den Kopfhörer auf und denkst nichts Böses. Da steht einer hinter dir mit Glatze, ja, und sagt dir, hör mal hier, jetzt wolltest du mit in die Sendung Hier, oder so? hier Kopfhörer und so. Okay, ja, ich habe jetzt, ja, gut, ich mach. So, ne, das heißt Sudden Death, ne, also es passiert hier einiges. Ja, vielen Dank, Amadeus, ja, dass du mal wieder Nicht zu dabei danken. warst, und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche hier wieder an derselben Stelle, Piranha Becken TV. Macht's gut. Tschö. Ciao. Tschö. Ja, wunderbar. Super.
Dankeschön. Jetzt muss ich mir aufpassen, dass ich nicht mit diesem Ding weg bin. Oh, das tut auch gleich weh, ne? Dieses Teil. Das ist scharfkantig, oder? Nee, das drückt mir den Kopf zusammen. Und ich habe einen kleinen Kopf.